und herzlich willkommen. Die Christine, gerade noch an der Kamera, und ich, wir sind hier in Schweden. Genau genommen in Südwestschweden. Direkt vor unserer Nase liegt ein wunderschöner See. Er soll viele kleine Inseln bieten, viele schöne Buchten bieten. Und neben mir liegt unser neues Gomotex Scout. Das wird also auch noch eine Jungfernfahrt. Vor allen Dingen möchten wir aber mit dem Boot den See erkunden, die Inseln erkunden, angeln gehen und, wie man es von uns gewohnt ist, in der Wildnis leben. Los geht es direkt nach dem Intro, also bleibt unbedingt dran. Das ist die Insel unseres Begehrens. Ist ein bisschen größer, aber richtig schön hier mitten in dem See gelegen. Fahren jetzt mal noch da so rum. Gucken uns das mal an. Große Insel von der anderen Seite. Ist noch mal ein bisschen was vorgelagert. Sieht schon echt spannend aus. Wir umrunden die gerade mal. Vielleicht bleiben wir sogar hier. Gerade ein bisschen um. Hier vorne ist so eine kleine vorgelagerte Insel zu der großen. Die sieht gar nicht schlecht aus. Oder vielleicht hier gegenüber. Wir werden uns beides mal angucken und dann suchen wir uns was aus. Von der anderen Seite. Die Insel wird es hier nicht. Die haben wir uns gerade angeschaut. Gucken wir uns nochmal die da drüben an. Auch schon eine kleine Feuerstelle entdeckt. Allerdings hier schwer zu sagen, wie viel Platz fürs Zelt ist. Das gucken wir uns gerade auch mal an. Christine erkundet mal. Dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt noch einmal kurz da vorne die kleine Insel an. Aus der Nähe. Ja. Und dann entscheiden wir, ob wir hier hingehen oder da drüben hin. Drüben hätten wir halt noch ein bisschen Sonne. Gehen wir auch mal kurz an Land, schauen mal, wie es hier aussieht. Müsste man nur wahrscheinlich, wie ich das sehe, zum Feuerholz sammeln, einmal an Land fahren, ne? Also auf die größere Insel. Ja. Ja gut, gehen wir mal kurz an Land, schauen wir es uns an. Ist schon auch schön. Hier ist tatsächlich schon eine Feuerstelle, hier war auch schon mal jemand. Also ich wäre, glaube ich, hier für die Insel. Meinst du? Ja, vor allem, wenn wir noch mehr Sonne haben, noch länger. Ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier an Land, ne? Ja. Schlafsäcke, Pumpsack von der Isomatte bereits gekoppelt. Spart noch ein bisschen Zeit mit. Kopfkissen auch da drin.
Teil. Besonders hier das von Thermarest. Das hat sogar hier extra noch eine Rundung, dass es perfekt ins Kopfteil reinpasst. Als Beilage gibt es bei uns heute Pfannenbrot. Hier habe ich schon mal den Teig angefangen anzurühren. Da drin ist jetzt Mehl, Backpulver, Salz und Olivenöl. Da kommt jetzt noch die Milch zu. Das rühre ich jetzt so lange, bis ein schöner geschmeidiger Teig wird. Gegen Hände am besten immer noch mal mit den Händen richtig kneten. Der kann jetzt noch ein bisschen gehen. In der Zeit kümmern wir uns jetzt schon mal um das Hauptessen. Als Hauptgericht gibt es heute Steak und dazu machen wir uns Bratkartoffeln. Ihr wisst, Vorbereitung ist alles beim Feuer machen. Dankeschön. Dann kosten Sie mal. Mach ich. Sehr geil. Und das mit der Aussicht. Herrlich. Kartoffeln sind auch richtig gut. Sehr lecker. Ein bisschen durchkneten. Schon ein bisschen angetrocknet war. Wie eigentlich immer wird das Pfannenbrot auch eher ein Nachtisch. Ja. Das gart schon mal, während wir weiter essen.
Wir nutzen das letzte Licht nochmal, um uns von euch zu verabschieden für den heutigen Tag, denn nach dem Pfannenbrot gehen wir gleich ins Bett. In diesem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Erstmal Kaffee. Das brauchst du am frühen Morgen. Das Lager hier gefällt uns so gut, dass wir auf jeden Fall nochmal eine Nacht bleiben werden. Aber wir wollen Fisch fangen, auch wenn es diesmal nicht notwendig ist. Wir haben mehr als genug Essen dabei, dass wir nicht hungern müssen, aber trotzdem hätten wir gerne ein bisschen Fisch. Deswegen werden wir jetzt mal mit dem Boot rausfahren und gucken, ob wir vielleicht was an die Angel bekommen. Schon mal ein bisschen schleppen, aber wir wollen vor allen Dingen mal hier bei den Inseln gucken. Es sind einige steilere Kanten, aber auch ein paar Landzungen, die reingehen. In der Hoffnung, dass hier viel Struktur im Wasser ist. So oder so möchte ich jetzt schon mal sagen, selbst wenn wir nichts fangen, es ist echt mega schön hier. So viel unberührte Natur. Das stimmt. Schon geil. Als kleinen Mittagssnack zu Hause selber gemacht. Dörrtomat, Trockenfleisch und Müsli-Riegel. Müsli-Riegel, Kakaogeschmack. Sehr lecker. Und Beef Jerky. Das toppt einfach alles. Schön machst du das.
Gehört auch dazu. Marian bereitet gerade schon mal die Dusche vor. Denn auch wenn das Wetter was anderes vermuten lässt, ist das Wasser am See schon noch sehr kalt. Aber nach 4 Tagen sollte man sich und seinen Mitreisenden mal was Gutes tun. Also geht's uns gleich an die Wäsche. So, als Beilage oder als Nachtisch, je nachdem wie gut wir nachher durchkommen, machen wir heute Stockbrot. Der muss nachher noch eine halbe Stunde gehen, deswegen bereite ich den jetzt schon mal als erstes vor. Da ist schon mal Mehl drin, dazu kommt jetzt noch Salz, die Backhefe. Das ist natürlich kein Pommessalz, wir haben da Zucker umgefüllt. Heute machen wir es ein bisschen süßer. Olivenöl und zu guter Letzt noch Wasser. Gutes Seewasser. Das rühre ich jetzt alles zum Teig rum und das darf dann gleich noch ein bisschen gehen. Heute gibt es Burger aus Gründen der Haltbarkeit, nicht mit echtem Fleisch, sondern mit Veggie-Hack. Wir sind sehr gespannt. Für das Hack brauchen wir gleich als erstes mal warmes Wasser. Das kommt gleich als erstes aufs Feuer. Dann logischerweise Burger Patties, die werden noch angebraten. Cheddar, Gürkchen, Zwiebeln, Salat, Tomate und, was natürlich auch nicht fehlen darf, Burgersoße. Oh ja. Das Wasser brauchen wir gleich, wie gesagt, für die Patties zum Anrühren. Deswegen kommt das mal recht früh mit rein. So. Dann kommt jetzt das Wasser zu der Hackmischung. Öl ist auch schon mit drin. Genau.
der Kamera sieht es immerhin schon mal aus wie Hack. Ja. Ups, das sind 2 geworden. Ups, das auch. Kommt als erstes die Burgersoße auf die Brötchen. Wie viele Gurken magst du? 2 pro Burger. Mhm. Sollst du bekommen. Ich hoffe, es hält. Die Tomatenscheibe. Ich mache gleich eine Sauerei. Egal, Hauptsache es schmeckt. So, sieht auch schon gut aus. Oh yeah. Food Porn. Sehr lecker. Ich merke fast gar nicht, dass es kein echtes Hackfleisch ist. Der Rest überdeckt es sehr gut. Gut aus, würde ich sagen. Ja? Mhm. Bisschen heiß, aber duftet schon herrlich. Ja. Ich würde sagen, auch wenn wir keinen Fisch gefangen haben, war trotzdem ein sehr, sehr schöner Tag. Ja. Konnten unser neues Boot ein bisschen besser kennenlernen. Langsam gewöhnt man sich auch ans Paddeln. Die Insel hier ist schön, die Umgebung ist schön. Wir haben ganz schön Glück mit dem Wetter. Mhm. Viel wärmer als normalerweise zu der Jahreszeit. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir beide lassen jetzt noch ein bisschen hier am Feuer den Abend ausklingen und sagen euch schon mal gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Morgen. An einem, wie ich sagen würde, sehr guten Morgen. Das Wetter ist sehr schön. Gefühlt wird es von Tag zu Tag immer schöner. Ich habe gerade hier tatsächlich sogar noch einen Hecht aus dem Wasser geholt. Nichts ahnend, wir haben nicht gefilmt. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich habe einen Köder ausprobiert, den ich vorher noch nie ausprobiert habe. Einen Topwater-Köder. Und ja, dann direkt hier vorne im Schilf beim zweiten Wurf. Schöner 70er Hecht. Wir haben uns allerdings dagegen entschieden, ihn mitzunehmen, da es noch sehr früh am Morgen ist und wir gleich recht viel Stress haben. Wir müssen noch zurück, wir müssen dann auch direkt weiterreisen.
Deswegen wird nicht wirklich Zeit sein, ihn zu verwerten. Daher haben wir ihn wieder in die Freiheit entlassen. Ich würde sagen, wir nutzen jetzt die Situation auch schon mal, um uns von euch zu verabschieden. Das Video ist trotzdem noch nicht zu Ende. Wir werden natürlich auch die Rückfahrt noch filmen. Vielleicht werden wir auch noch den einen oder anderen Wurf auf der Rückfahrt machen. Und das dürft ihr euch natürlich auch noch anschauen. Wir sagen aber schon mal vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Und wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Macht's gut, Leute. Ciao. Das ist nochmal ein vielversprechendes Schilf- und Seerosenfeld. Seerosen sieht man unter Wasser. Und noch mal gerade ein paar Würfe machen. Ganz viel Fischbewegung da vorne, aber wahrscheinlich alles kleinere. Ja Leute, das war's. Da vorne gehen wir an Land und dann geht's auch direkt weiter. Auf zur nächsten Tour. Es wird also noch ein bisschen was hier aus Schweden folgen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao. Bis dann.